Also jetzt wollen wir mal schauen, was 260 PS wirklich können. Er hat ja seinerzeit 10 PS mehr gehabt. Bis 1989 ist ja noch der Vorgänger, das G-Modell, gebaut worden. Danach kam dann dieser, der 964. Und das ist das Highlight aus dieser Serie. Das ist nämlich ein 964 RS. Unser Wagen hat original 40.000 Kilometer gelaufen. Der Wagen ist lückenlos Scheckheft gepflegt. Man kann also genau schauen, was bei Porsche in den Werkstätten alles gemacht wurde. Jetzt wollen wir mal gucken, der Wagen ist warm. Ich lasse ihn mal ein bisschen fliegen. Da hört man den Sportwagen. Ich kann mich erinnern, als ich 1987 selber einen 911er gefahren habe. Man hat dieses einmalige Gefühl, dass das Auto um den Körper herum gebaut ist. Er geht um die Kurve, er liegt wirklich wie ein Dreck. Und das ist ein richtiger, ja, fast Rennwagen. Er klingt ja nicht, unser Porsche ist in einem wirklich neuwertigen Zustand. Er ist nie auf irgendwelchen Rennstrecken bewegt worden, obwohl man das hätte gut und gerne machen können. Wenn du hier vorne mal zeigst, Paul, das Armaturenbrett, ist alles neuwertig. Er hat hier 40.374 Kilometer gelaufen. Hier mittig der Drehzahlmesser, der große, damit man auch immer sieht, was gerade Sache ist. Da kommt jetzt ein Fahrradfahrer und jetzt wollen wir da noch mal gucken, wie das funktioniert. Das geht ja richtig los hier nochmal. Überfreut. Naja, das ist kein BMW 327. Wir sind 50, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Also er treibt im Heck gerne mal nach außen, haben wir eben feststellen können. Ich werde jetzt mir gleich mal eine schöne Ecke aussuchen, wo ich das Auto mal ein bisschen moderiere, weil der Wagen ist wirklich in einem wirklich fantastischen Zustand. Der ist fast neuwertig. Der schaltet sich wie am ersten Tag, der kuppelt sich wie am ersten Tag. Ihr kennt ja so das Gefühl eines Jahreswagens, der riecht dann noch nach Lederproduktion. Das hat dieses Auto hier. Er fährt sich, er fühlt sich an wie ein neuwertiges Auto. Und das ist er auch. Also er steht zwar 40.000 auf dem Tacho, aber tatsächlich hat der Wagen eine Qualität und einen Zustand, als ob er erst wesentlich weniger gelaufen hat. Das ist ein Porsche 964 RS, das heißt, es ist die Sportausführung. Der Wagen ist leicht, der hat eine Aluminiumhaube, der hat Magnesiumfelgen und hat nur ein Leistungsgewicht von 1220 Kilo, die da auf 4 Fahrräder verteilt sind. Man hat auf jedes extra verzichtet. Er hat keine Rücksitzbank, er hat keine elektrischen Fensterheber, er hat keine Klimaanlage. Das heißt, der Wagen ist wirklich sehr, sehr puristisch, aber macht eine Fahrfreude, das ist verrückt. Ich bin ihn gerade gefahren. Ich habe ihn ein bisschen fliegen lassen. Man muss natürlich auch ein bisschen fahren können, den Wagen gut in der Hand halten, weil wenn der hinten ausbricht, dann landet ihr in dieser schönen Landschaft hier. Aber sonst, der Wagen ist in dieser tollen Farbe weiß, das ist relativ selten. Das ist die originale Auslieferungsfarbe, die dieser Wagen hatte. Er hat weiß lackierte Magnesiumfelgen und er hat innen zweifarbige originale Recaro-Sitze, die im Zustand neuwertig sind. Ich gehe kurz mal herum, ich zeige euch das mal. Schaut mal hier, wie auch der ganze Wagen wirklich neuwertig ist. Es ist ein richtig edles Sportgerät in Grau, in Schwarz. Wenn man da drin Platz genommen hat, da bewegt sich kein Millimeter mehr. Dann seid ihr mit dem Auto, Körper und Fahrzeug wie in einem eng sitzenden Anzug eins. Dieser ganze Wagen besticht dadurch, dass er wirklich in einem fantastischen Zustand sich befindet. Ich würde mal sagen, er hat zwar erst 40.300 Kilometer gelaufen, dieser Carrera RS, aber man kann sagen, er hat wirklich einen Zustand wie 10.000 Kilometer. Was ich erwähnen möchte, er hatte auf der rechten oder auf der linken Seite mal einen Schrammschaden, der ist behoben worden bei Porsche. Was wir ansonsten noch dabei haben, ist ein lückenloses Scheckheft. Der Wagen ist ja eine deutsche Erstauslieferung und ist vom ersten Tag an immer grundsätzlich bei Porsche Scheckheft gepflegt worden. Ich habe das Auto von einem guten Kunden erhalten zum Verkauf. Wagen stand in einer Sammlung, die war aber sehr groß geworden mit der Zeit. Jetzt bekommen wir ihn. Also das Auto, den kann man richtig fahren wieder, wenn man möchte, oder man tut ihn in eine Kollektion. Vom Zustand, der hat keinen Steinschlag, der hat keine Beulen, der hat keine Kratzer. Also der Wagen ist, ja, Zustand 1 darf man ja immer nicht sagen, aber ich sag mal, der Wagen ist schon wirklich sehr, sehr, sehr perfekt von der Qualität. Und so etwas zu finden in dieser Güte, was fast unbenutzt ist, ist sehr selten. Also wenn da jetzt 10.000 Kilometer auf dem Tacho stehen würden, das könnte ich genauso referieren, weil er wäre in diesem Zustand. Ich öffne noch mal kurz die Tür
um nochmal hineinzuschauen, diese neuen Recaro-Sitze. Der Teppichboden, es ist wirklich alles neuwertig. Das Lederlenkrad ist nicht speckig oder abgegriffen. Die Armaturen sind neuwertig, das gesamte Armaturenbrett. Guckt mal hier rein, wie das in den Türen innen aussieht. Neuwertig. Hier sind übrigens die Schlaufen, um die Tür aufzuziehen. Hier sind die kleinen niedlichen Fensterkurbelchen, natürlich auch aus Plastik, aus Gewichtsgründen. Von diesem Auto sind exakt nur 2282 Exemplare gebaut worden. Das heißt, es ist ein sehr seltener Porsche, der sehr viel kann. Als er ist er ja sehr, sehr sportiv. Das heißt, ihr könnt Rennen fahren damit. Also ihr könnt eigentlich alles fahren. Das ist ein richtiges Sportgerät, was man so normal mit nur wenigen Autos machen kann. So, jetzt wollen wir das Schätzchen nochmal anmachen und den tollen Sound uns anhören. Eine kerngesunde Maschine, kann man hören, alles tipptopp. Öldruck ist voll da, springt schlagartig an, hängt toll am Gas. Jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn hinten, hier ist ein Schalter, wo man hinten den Bürzel hochfahren kann, den Spoiler. So, und jetzt machen wir unsere Probefahrt zu Ende. Ich habe euch, glaube ich, alles erzählt. Wenn es noch mehr Dinge gibt, ruft mich gerne an. Cargold Rosenheim ist ja bekannt. 08036 und dann die 7006. Oder ihr könnt mich jederzeit besuchen. Wir sind zu den normalen Öffnungszeiten immer erreichbar. Dann zeige ich euch mal diesen tollen, fast neuwertigen 964er. Ist ein super Auto. Ihr merkt natürlich, wenn man hier ein bisschen übers Feld fährt, merkt man wirklich jedes Gras, jeden Grashalm, jedes Korn. Weil der Wagen ja von der Federung extrem hart ist. Das muss aber auch sein, damit er in hohen Geschwindigkeit wirklich gut auf der Straße liegt. Ja, es ist wirklich ein toller Wagen, in dem man wirklich traumhaft drin sitzt, wo jeder Millimeter passt, als ob es für den Menschen gemacht ist, um den Menschen herum gebaut ist. Ist eine tolle Fahrmaschine, die einen riesen Spaß macht. Und schaut mal, wenn ich Gas gebe, wie der losgeht. Es macht echt riesig Spaß, wie der abgeht. Ein super Teil, macht richtig Freude. Ja, damit würden wir wahrscheinlich Greta Thunberg jetzt verärgern, aber ein bisschen Spaß und Freude braucht man ja, wenn man so einen Wagen fährt. Und diese Freude, das macht hier so ein Porsche 964, aber zu 100%. Und man fährt ja nur im Jahr vielleicht 1000, 2000 Kilometer mit sowas. Die Freude sollte man sich leisten. Und ich kann euch sagen, wir haben eine ganze Menge Kunden, die machen das auch. Die lassen sich von dieser miescremigen Stimmung, alles nur Elektro und so weiter, nicht die Freude verderben, weil das ist Freude und die muss man sich als Mensch ab und zu mal gönnen. Zwar mal auf der schönen Landstraße hier Richtung Rosenheim. Das ist natürlich eine herrliche Gegend, in der wir zu Hause sind, mit den schönen Kurven, wo man auch richtig klasse fahren kann. In so eine Gegend gehört so ein Auto eigentlich hin, aber man kann natürlich auch gut Gas geben. In Norddeutschland hinter Deich, wo wir herkommen, auch toll dafür. Porsche geht immer. So, unsere Probefahrt nähert sich nun dem Ende. Hier ist der Inn. Rosenheim liegt da bekanntlichermaßen am Inn. Der große Fluss, der zur Donau hinführt. Wir überqueren jetzt gerade die Brücke und nach wenigen 100 Metern erreichen wir jetzt unser Geschäft. Ja, war wieder wirklich eine tolle Probefahrt, hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Gerne jeden Tag wieder. Tolle Autos, Gas geben und Freude haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.